In den USA sind bekanntlich deutsche Autos sehr beliebt, insbesondere im Luxussegment. Dagegen fahren in Deutschland kaum amerikanische Autos herum. Ist das deswegen, weil Deutschland und die Europäische Union so hohe Zölle auf amerikanische Autos erheben? Das denkt Präsident Trump und in diesem Video wollen wir uns einmal damit befassen, ob an dieser Aussage etwas dran ist oder nicht. Als Kanzlerin Merkel während der ersten Amtszeit Trumps einmal in Washington war, fragte Trump sie, wie viele amerikanische Autos denn so in Deutschland auf deutschen Straßen herumfahren. Er fragte sie sinngemäß, wie viele Chevys fahren denn so durch die Münchner Innenstadt? Und Merkel sagte natürlich wahrheitsgemäß praktisch keine oder überhaupt keine. Das war für Trump dann wieder mal ein Beleg, dass hier die Zölle in der Europäischen Union so hoch sind, dass die Europäer keine amerikanischen Autos kaufen wollen. Denn er denkt bekanntlich, dass die amerikanischen Autos die besten der Welt sind und dass die deutschen Autobauer keine Chancen hätten, gäbe es nur einen fairen und gerechten Markt und nicht diese unverschämten Zölle in der Europäischen Union. Und das ist ja einer der wichtigsten Gründe für ihn, warum er hier vor kurzem dieses Zollchaos veranstaltet hat und hier praktisch für Produkte aus fast allen Ländern, inklusive eben auch deutschen Autos, sehr hohe Importzölle aufgebrummt hat. Nun, grundsätzlich gibt es natürlich Teile, die an seiner Aussage korrekt sind. In Amerika wurden bisher nur 2,5% Importzölle auf deutsche Autos fällig. Auch gibt es ja in den USA keine Mehrwertsteuer nach europäischem Modell. Es gibt zwar eine Sales Tax in den einzelnen Bundesstaaten, die ist aber viel niedriger. Würde ich also zum Beispiel in Texas ein deutsches Auto importieren, dann müsste ich insgesamt nur mit ungefähr 8,5% Abgaben rechnen, nämlich 2,5% Zölle und dann noch ungefähr 6% Sales Tax in Texas. Würdest du allerdings ein amerikanisches Auto dann in Deutschland importieren, musst du schon mit 30% Zusatzkosten rechnen. Denn einmal gibt es 10% Importzoll und dann auch noch eben 19% Einfuhrumsatzsteuer. Kaufen also die Deutschen keine Chevys, weil diese Abgaben so hoch sind? Nun, das würde ja bedeuten, dass überhaupt keine ausländischen oder keine Nicht-EU-Autobauer in Deutschland und in Europa vertreten werden. Und das ist nun ja überhaupt nicht der Fall. Es gibt ja in Deutschland sehr viele japanische Fahrzeuge zum Beispiel. Da scheint ja der Importzoll auch kein Problem zu sein. Es muss also einen anderen Grund geben, warum es auf deutschen Straßen so wenige Chevys gibt. Nun, ich denke, es hat zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund ist der, dass die amerikanischen Autobauer eben bisher relativ wenig Interesse hatten, hier wirklich konzentriert sich um den europäischen, um den deutschen Markt zu kümmern. Die deutschen Autobauer zum Beispiel machen ja seit 60 Jahren einen riesigen Aufwand, um Autos in den USA zu verkaufen. Sie haben dort eine sehr starke Präsenz, sie haben dort Fabriken, sie bauen ja dort zum Teil sehr große Mengen an Autos, vor allen Dingen jene, die eben auf dem amerikanischen Markt sehr gefragt sind. Das alles haben amerikanische Autobauer in gleicher Weise nicht in Europa. Nun gut, du weißt vielleicht, Opel war bis 2017 in der Hand von General Motors. Dann hat man das Ganze enttäuscht verkauft an Peugeot. Sicherlich gibt es auch noch Ford in Deutschland, die amerikanische Marke. Deren Marktanteil hat sich allerdings auch in den letzten 20 Jahren halbiert. Tesla, könnte man sagen, war nun sehr erfolgreich in Deutschland in den letzten Jahren. Aber auch hier muss man natürlich sagen, dass hier die politischen Ambitionen von Elon Musk, dem grünen Publikum, die ja normalerweise Tesla fahren, nicht gerade gut gefallen hat. Außerdem würde man sagen, dass jetzt Tesla nicht unbedingt die ideale Modellpflege hat. Da gibt es relativ wenig Neues. Die Modelle werden jetzt nicht so häufig überarbeitet wie bei anderen Herstellern. Der eigentliche Grund aber meiner Meinung nach, und das sage ich als jemand, der 2008 in die USA umgezogen ist, also der eigentliche Grund, warum amerikanische Autos auf dem deutschen Markt nicht so vertreten sind, ist, dass es einfach scheiß Autos sind. Das muss man einfach so sagen. Wenigstens im Vergleich zu der Qualität an Autos, die wir hier in Europa bekommen, insbesondere in Deutschland. Fahren wir mit so einer amerikanischen Karre herum, die hat keine gute Straßenlage, da ist billiges Plastik, billige Verarbeitung im Innenraum. Das ist also nicht besonders komfortabel. Die sind schadensanfällig, hässlich sind die meisten auch noch.
Also wer will schon wirklich ein solches Auto fahren, wenn er hier Zugriff hat auf europäische Modelle? Natürlich gibt es Ausnahmen. Also eine Corvette, die macht natürlich richtig Spaß. Auch ein Ford Mustang, also die ganzen Muscle Cars, das ist natürlich schon ganz nett. Ich persönlich habe in Texas auch einen Pickup-Truck, hier einen Chevy Silverado. Wir zeigen jetzt mal hier ein paar Bilder meines Trucks. Du kannst sehen, hier auch ein älteres Modell von 2014, überhaupt nichts Luxuriöses oder sowas. Aber es macht mir Riesenspaß, mit diesem Auto eben in Texas hier zu fahren, über die Landstraße zu tuckern. Die älteren Kinder können hinten auf der Ladefläche sitzen. Das ist legal in Texas. 500 PS, 6 Liter Benzinmotor. Wir haben damit auch schon Roadtrips von Texas nach Las Vegas, nach Kalifornien gemacht. Also das macht schon richtig Spaß. Das Auto passt eben so in die Landschaft herein. Aber ich sehe das im Grunde genommen als Liebhaberobjekt. Ich habe das gekauft, weil es cool ist, nicht jetzt, weil es unbedingt besonders praktisch ist oder ein besonders gutes Auto ist. Die Alltagstauglichkeit gerade in Europa eines solchen Wagens wäre ja auch wirklich nicht besonders groß. Daher meine ich also, dass die Aussage von Trump hier nicht korrekt ist und er muss sich im Grunde hier an die eigene Nase fassen. Es scheint mir, dass die amerikanischen Autobauer bisher ziemlich arrogant waren, sich hier auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben, auf der Tatsache, dass sie eben diesen gigantischen Heimatmarkt hier vor sich haben und sich nicht die Mühe machen wollten, hier wirklich in die ausländischen Märkte vorzudringen, macht wahrscheinlich ja auch gar keinen wirtschaftlichen Sinn. Aber ich bin überzeugt davon, selbst wenn die EU nun die Zölle auf diese Fahrzeuge senken würde auf 0%, würden dennoch nicht mehr amerikanische Wagen, nicht mehr Chevys hier auf deutschen Landstraßen herumfahren. Was ist deine Meinung zu diesem Thema? Würdest du einen amerikanischen Wagen kaufen, wenn es zum Beispiel keine Importzölle darauf gibt, wenn die Autos 10% billiger wären? Hast du amerikanische Modelle, die dir gefallen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Oder bist du vielleicht ein großer Amerika-Fan? Denkst du darüber nach, in die USA auszuwandern? Dann liegt natürlich für dich der Kauf eines amerikanischen Autos in den USA nahe. Wie gesagt, dann würdest du es wahrscheinlich so machen wie ich. Da passen ja auch die amerikanischen Autos dann in diese Landschaft und zu den unendlichen Weiten dieses Landes, insbesondere wenn du dir einen Pickup-Truck kaufen möchtest. Wenn auch du darüber nachdenkst, in die USA auszuwandern, dort möglicherweise eine Firma zu gründen oder dein bestehendes Business in die USA zu expandieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wie ich es vorhin bereits gesagt habe, bin ich 2008 in die USA gezogen. Unser Office ist in Austin, Texas. Wir helfen deutschsprachigen Mandanten, die in die USA auswandern wollen oder eben dort ein Business etablieren möchten oder anderweitig den Bedarf steuerlicher Beratung in den USA haben. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.